Hey und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich war 3 Wochen mit meinen Eltern auf einem Campervan-Trip in Neuseeland und ja, nach 9 Monaten Backpacking in Australien konnte ich meine Eltern endlich mal wieder in die Arme nehmen. Und ja, am Flughafen war ich wirklich mega aufgeregt, hatte Herzrasen und ja, hat mich sehr gefreut, meine Eltern wieder zu sehen. Wir sind die Nordinsel und die Südinsel abgerockt. Es gab wirklich so viel zu erleben. Im ersten Video geht es jetzt offensichtlich um die Nordinsel, im zweiten Video geht es um die Südinsel. Beide Inseln haben wirklich so viele Highlights zu bieten. Ich könnte mich jetzt gar nicht festlegen, was mir besser gefallen hat. Vielleicht könnt ihr nach den Videos ja auch sehen, oh, das hat mir besonders gut gefallen. Wir haben hier das Ganze organisiert. Wir hatten natürlich einen groben Plan, okay, diese Orte wollen wir auf jeden Fall anfahren. Wir hatten dann ja einen groben Plan auch von den Tagen her, an welchen Tagen wollen wir wo sein. Und dann aber auch mit Google Maps tatsächlich auf dem Weg auch immer mal geschaut, wo sind Highlights auf dem Weg, die wir anfahren können. Und so sieht man manchmal Orte, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Noch eine letzte Anmerkung, hier wurde ja vor knapp 25 Jahren auch Herr der Ringe gedreht. Das heißt, wir fahren auch viele Filmsets, viele Filmorte an. Und ja, freue ich mich schon sehr drauf. Und by the way, ich liebe Herr der Ringe. Ja, starten wir mal mit Auckland. Da sind wir nämlich gelandet und haben uns dann auch getroffen. Da waren wir oben auf einem Sky Tower mit einer guten Sicht überall hin. Hier übrigens ein kleiner Fun-Fact, das ist der größte Yachthafen auf der Welt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum der in Auckland ist, aber hier ist er auf jeden Fall. Lustigerweise war das, was wir hier gerade sehen, unser letzter Tag im Urlaub. Ist jetzt aber chronologisch für die Videos besser, wenn ich es jetzt am Anfang zeige. Deswegen ja, starten wir mit Auckland. Ja, nachdem wir unseren Campervan in Auckland abgeholt hatten, ging es am ersten Tag erstmal raus aus Auckland in den Norden. Und da sind wir schöne Strände, Wasserfälle und andere schöne Orte erstmal abgefahren. Am nächsten Tag ging es nach Coromandel, eine sehr bekannte Region in Neuseeland, besonders berühmt für die schönen Strände, schöne Straßen. Ein magischer Ort liegt vor uns, Hobbington, die Stadt der Hobbits im Auenland. Im Englischen heißt es übrigens The Shire. Und hier hatten wir eine geführte Tour durch das originale Filmset. Ja, willkommen im Auenland bei den Hobbits. Jetzt jeder Filmfan von den Herr der Ringe weiß, was Phase ist. Wir sind hier gerade in Hobbington. Hier in Neuseeland ist ja das Filmset, was hier noch original genauso erhalten ist, wie es auch zu den Filmen. Ja, wir haben hier so eine geführte Tour, so einen geführten Guide, der hier auch ein bisschen so Filmfacts noch erzählt und so ein paar Details, wie die das auch hier mit dem Filmset gemacht haben. Zum Beispiel haben die einen Fake Tree hier über dem berühmten Frodo-Haus, ne, mit der grünen Tür, ein Fake Tree gebaut. Das sind über 250.000 Blätter, haben die an diesen Baum dran geklebt. Und dann kam irgendwann der Regisseur Peter Jackson an das Filmset und hat gesagt, dem gefällt die Farbe nicht von dem Baum. Das ist übrigens der Baum hier oben. Und hat Studenten gefragt, ob die mitarbeiten wollen an dem Film. Und dann sind die Studenten hier an das Filmset und haben jede einzelne Farbe von den Blättern quasi anders angemalt.
Ja, nach diesen Erlebnissen ging es auf einen bezahlten Camperplatz und da seht ihr auch gleich mehr. Ich will nur kurz das System erklären. Unser Campervan konnte 3 Tage mit Wasser und Strom laufen, bis dann die Sachen halt leer werden. Das heißt, immer so nach 2 bis 3 Tagen mussten wir auf einen bezahlten Camperplatz. Da muss man dann eine Gebühr pro Person bezahlen, damit man sich die Sachen aufladen darf. Da gibt es verschiedene Modelle, so richtige Holiday-Parks oder auch eher so abgelegene, kleinere. Und das hat man alles mit einer App geregelt. In den Zwischentagen sind wir immer auf Free-Campingplätze. Die waren manchmal irgendwo mitten in der Natur, da konntest du dich halt kostenlos hinstellen mit dem Campervan. Wir sind jetzt gerade hier an so einer Camping-Site angekommen. Wir können jetzt hier unseren Van laden und hier erstmal die Nacht verbringen. Ich zeige euch hier mal ein bisschen rum. Also wir haben hier Strom, da können wir dann hier unseren Campervan laden. Wir können unser Wasser auffüllen, weil wir haben ja auch richtig eine Küche und können hier richtig kochen. Hier noch Toiletten, Dusche. Ja, sieht alles ein bisschen wild aus, ein bisschen einfach, aber immerhin, wir haben eine Dusche. Ja, ist hier auf jeden Fall ein ziemlich verlassenes Plätzchen. Also nur morgens ist hier die Rezeption besetzt und ansonsten kannst du dich hier selbst einchecken, kannst hier die Nacht verbringen. Wir haben jetzt hier noch ein gemütliches Abendessen und morgen geht die Reise weiter. Ja, wir sind hier wieder auf den Spuren von Herr der Ringe. Heute der Pfad der Toten, wo Aragorn und seine Gefährten dann quasi da wir laufen das Flussbett jetzt wieder runter. Also hier der Pfad der Toten, eine extrem schöne Kulisse. Es hat hier auch vor einer Minute extrem runtergeregnet. Jetzt scheint schon wieder die Sonne, richtig verrückt. Ja, Fazit, Pfad der Toten, abgefrühstückt. Dann ging es weiter zu einer weiteren Filmlocation von Herr der Ringe, und zwar Bruchtal, im englischen Rivendell. Und das war tatsächlich nur so ein kleiner Platz an einem Waldrand. Da waren so ein paar Infotafeln, wo noch Informationen standen, wo haben die was gedreht, so ein bisschen. Und da war noch der berühmte Elbeneingang. Ansonsten hätte man das gar nicht erkannt, dass da Bruchtal war. Im Film ist dann natürlich auch noch viel computeranimiert. Aber ja, das war interessant, sich das anzuschauen. Es geht jetzt hoch den Alpine Crossing Weg, 19 Kilometer an dem Schicksalsberg. Der Schicksalsberg, auch wieder eine Filmlocation von Herr der Ringe, sehr berühmt, auch zentral für die ganze Handlung. Denn da wurde der Herr der Ring, der Ring, der sie alle knechtet, quasi erschaffen. Und manche denken sich jetzt, was labert da? Ja, sehr Herr der Ringe spezifisch. Ich werde schauen, dass ich hier wieder so ein bisschen den Weg hoch vlogge. Meine Eltern werden in der Zeit andere Dinge erleben. Ich werde hier den Berg erklimmen. So, kurzes Zwischenfazit. Ich bin jetzt so auf so einem Plateau quasi. Ich habe jetzt den ersten Aufstieg hinter mir. Ich kann mal kurz zeigen.
Bin jetzt quasi schon neben dem Berg. Ist jetzt ein bisschen ein Plateau hier. Und gleich geht es zu einem Red Crater. Das ist quasi, ja, Red Crater. Ja, zu so einem Krater. Wir sind fast da. Da oben ist der Gipfel. Ich bin oben angekommen. Ein unglaublicher Aufstieg. Hier neben bröckelt sogar das Eis runter. Also es ist wirklich saukalt hier oben. Ich würde schätzen knapp über 0 Grad. Sieht gar nicht so aus, weil die Sonne scheint, aber ich habe teilweise meinen Atem vor meinem Mund gesehen. Ja, Schicksalsberg im Rücken. Jetzt heißt es erstmal hier rasten, ne? Meine Eltern haben mich nach der Wanderung wieder eingesammelt und dann haben wir den Abend noch gemütlich an einem schönen See ausklingen lassen. Weitere Highlights waren hier zum Beispiel dieser rauschende Fluss, der eine unglaublich geile Farbe hat. Und hier noch ein paar Bilder aus so einem Thermic Wonderland. Ich konnte mir hier noch einen meiner Lebensträume erfüllen, einen Bungee-Jump. Ja, erstmal die Location war einfach bombastisch. Auch ja, mit der Farbe vom Wasser, mit dem Eintauchen, das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hat uns auch die ganze Zeit begeistert, einfach nur mit dem Van durch die Landschaft zu fahren. Allein das war schon ein absolutes Highlight. Dann ging es nach Wellington. Wellington ist die Hauptstadt von Neuseeland und hier hat es mir sehr gut gefallen. Es sieht sehr modern aus, so eine richtig moderne Hafenstadt irgendwie. Und es war meine Lieblingsstadt hier in Neuseeland. Hier haben wir im großen Victoria Park auch wieder drei Drehorte von Herr der Ringe gefunden. Hier haben sich die Hobbits damals drin versteckt und der Reiter hat dann hier, hier oben auf dem Weg quasi gestanden und ich habe gesehen, hier wird diese ganzen Wurzeln, das wurde alles dazu animiert.
Ja, von Wellington ging es dann mit der Fähre aus auf die Südinsel. Daher endet hier der erste Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst gerne ein Abo und einen Daumen auf dem Video da. Der zweite Teil wird bald kommen, schaltet da wieder ein und so lange sage ich, Schmidi, bleibt on Tour.